LMC, ja, ein neuer Stern erblickt das Licht der Welt. Tandero, du bist die Marketingleiterin, Nina. Ja, genau. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja, das ist ja, ich sag mal, Kaufentscheider sind ja oft Frauen. Die gucken sich dann die Autos an. Immer. Die Frau geht rein und sagt, hey, das ist ein rundes Ding, das finde ich schön. Mann, darfst du konfigurieren, mach mal. Ja, das ist jetzt kein Grundriss für 5 Kinder, ne? Nein, der jetzt nicht. Der erste, den wir uns angucken, der nicht, genau. Ihr habt aber auch Familiengrundrisse. Ihr seid. Auf jeden Fall. Ja. Also tolle Familiengrundrisse in unterschiedlichen Designs. Wir fangen ja jetzt hier bei den Tanderos an. Der ist jetzt kein Familiengrundriss, aber der 500K, zu dem kommen wir gleich, den schauen wir uns nochmal genauer an. Ja, das Schöne ist Stockbetten, Jan. Ich habe früher mal gerne in Stockbetten geschlafen. Ich liebe Stockbettgrundrisse. Wenn ich Wohnwagen sehe mit mehreren Fenstern übereinander, bin ich sofort drin. Guck mir das Ganze an. Wohnwagen ist ja nach wie vor noch ein Riesending. Also nicht nur, weil es viel günstiger ist, sondern du bist viel flexibler. Wir waren ja früher immer in Spanien, Doppelachser Wohnwagen, haben den abgestellt für 3 Wochen und haben dann mit dem Auto die Touren mit dem E-Bike und alles gemacht. Es muss nicht mal ein Wohnmobil sein. Nein, absolut nicht. Und gerade auch mit Kindern ist es halt schön, auf einem Ort stehen zu bleiben, auf dem Campingplatz und ja, wie gesagt, mit dem Pkw dann selber in die Stadt zu fahren oder Ausflüge zu unternehmen. Natürlich, also das ist absolut pro Familie. Natürlich haben wir jetzt hier aber einen Grundriss, der kein Familiengrundriss ist, sondern ein Paargrundriss, ein klassischer. Können wir gerne gleich mal reingehen. Ja, der ist sehr kurz. Das ist unglaublich beliebt. Also die meisten Aufrufe haben wir bei kurzen Fahrzeugen. Jan, wenn du mal gerade so lieb bist, die Tür mal gerade zumachst. Und Nina, komm mal gerade zu mir. Haben wir ein bisschen mehr Platz für das Fahrzeug. Stell dich mal davor und breit mal die Arme bitte aus, so zentral, dass man das mal sieht. Nee, ungefähr zentral zu mir, genau. Jetzt sieht man das und jetzt sieht man auch mal, wie kurz der Wagen ist. Ja, das ist sehr kompakt. Ja, der 430D, der ist ein sehr kompakter in der Tandero-Baureihe. Ja, die Wohnmobilleute, die werden immer ganz neidisch, wenn die in so einen Wohnwagen reinkommen. Die sagen, der ist ja so klein. Und dann stellt sich rein, die Breite von dem Wohnwagen, ist hier 250, 240? Nein, 250 ist der nicht. Also die komplette Tandero-Baureihe ist 232, ist das, meine ich. Das ist super, weil du brauchst keine riesen Spiegel dabei. Die Wendigkeit ist enorm. Du bist im Süden viel mehr unterwegs. Und wenn wir auch das Thema Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit heißt ja nicht immer nur, es muss das Leichteste sein, sondern besonders aerodynamisch auch. Und je schmaler ich natürlich hinter einem Fahrzeug bin, desto geringer ist der Windwiderstand. Und insofern habe ich zum Beispiel bei einem E-Auto, was ja mit so kleineren, kompakten auch möglich ist, halt weniger Widerstand und vielleicht auch eine bessere Reichweite. Die werden auch im Winter verwendet, das Hammerschlagblech. Unglaublich beständig, auch bei starken Temperaturunterschieden. Das kennst du ja, du hast mal plus 20 Grad, plus 30 Grad in der Sonne und dann geht es dann abends, nachts runter auf minus 10, 30 Grad. Temperaturunterschied kein Problem, oder, für das Blech? Ja, dafür überhaupt nicht, genau. Aber hier der Tandero natürlich auch in der Sonderausstattung mit GFK erhältlich. Das ist ja dann auch vielleicht nochmal optisch eine Sache. Manche mögen das Hammerschlagblech ja nicht so gerne. Also ich bin ein Fan davon, man sieht halt keine Beulen und so. Genau, aber GFK auch möglich. Ich bin großer Fan von Hammerschlagblech. Hier siehst du, guck mal hier, Jan, schau mal da ist eine Lage zu Ende und ab da drunter kann man reparieren. Ja. Und wenn mal irgendwas passieren sollte, ein Loch drin oder so, was man sich ja nicht wünscht. Kederschienen habt ihr rundherum? Ja. So, da kann man Sachen einziehen, ein Vorzelt zum Beispiel. Guck mal hier unten, da ist die Öffnung von der Kederschiene. Guck mal da rein. Achso, hier. Da wird das eingezogen und da kannst du entweder ein Tarp, ein Vorzelt oder irgendwas einziehen. Kannst das Ganze machen. So rundherum und so stelle ich mir das dann vor. Genau, kommt rundherum, ist mit 2 Personen, muss man ein bisschen üben, ein bisschen Silikonspray immer dabei haben. Ja, aber das geht ja immer ganz einfach, also es flutscht ja schon ganz gut durch, wenn man das so sagen kann. Ja, ganz oft auch als Dauercamper, das ist ganz interessant, die sich so einen kaufen als praktisch Tiny House, sich einen schönen Spot aussuchen, wo es denn noch geht. Immer mehr wollen ja keine Dauercamper mehr, aber das ist wirklich LMC, eine Marke, gibt es schon sehr lange, oder? Ja, schon sehr lange und wenn man mal auf den Campingplätzen guckt, man sieht auch sehr viele sehr alte LMCs. Also unsere Produkte sind da schon sehr langlebig und das sieht man immer wieder. So. Genau. Ja, warum holen wir so weit aus? Wir wollen die Bekanntheit der Marke noch mal stärken, obwohl sie eigentlich jeder kennen müsste. Jeder hat schon mal ein LMC gesehen, aber ihr seid im Norden sehr, sehr stark. Ihr seid in den Niederlanden sehr stark. Es gibt Länder, seid ihr sehr stark. Gibt es andere Länder, die wissen nicht so viel über LMC? Nee, genau. Also es gibt natürlich Märkte, die wir halt auch neu erschließen für uns. Also gerade der Osten ist jetzt besonders interessant für uns. Wir haben jetzt in Italien und Spanien gestartet. Also auch da total spannend für uns und natürlich auch gerade was jetzt so kompakte Fahrzeuge angeht, ist im Süden auch sehr viel los. Ja, wir gehen mal rein, schauen uns das mal an, die Tandero-Serie der 430D. Hier sieht man Heizung, die braucht natürlich
per se mal, wenn man nicht die Umluft betätigt, keine Batterie. Das ist auch eine Besonderheit. Das heißt, du heizt hier quasi ohne Strom und klar, eine Batterie ist sinnvoll, du hast 230 Volt an Bord, dann hast du hier eine Sitzgruppe, die ist dediziert, du musst nichts umbauen. Muss man nicht, aber könnte man. Also man kann es umbauen und hat so dann nochmal ein Zusatzbett. Geh mal rein bitte, Can, und setz dich doch mal in die Sitzgruppe rein. Das Design, wir haben uns ja mit Leuten unterhalten, die das Design bei euch wirklich im Team zusammen besprechen. Helles Holz. Wann kam das in die Wohnwagen ungefähr? Das helle Holz, also wir hatten ja immer schon Holzkombinationen, aber ich würde sagen, so vor 2,5 Jahren haben wir angefangen, unsere Produktpalette komplett umzustellen, was das Design angeht und sind hier oder legen hier ganz viel Wert darauf, dass es ein zurückgenommenes, geradliniges Design ist, was modern kombiniert ist in der Farbgebung und haben hier dann das helle Holz gewählt, was passend zu dem Grau und zu dem Weiß ist. Ja, ist ein schmaler Grat. Die Fans, ich sag mal, die Neukunden, die finden das jetzt total hip und schick, ja. Vielleicht die einen oder anderen finden sich auch wieder, dadurch, dass es warme Holzfarben jetzt mit dabei gibt. Aber trotzdem habt ihr gesagt, ja, wir haben mal noch mal einiges geändert, ja. Ich guck mal nur die Form da hinten, wenn du hinten aufs Bett guckst, das sieht schon sehr schick aus, oder? Ja, natürlich. Das ist ja der besondere Japandi-Style oder das Japandi-Design. Also man kombiniert hier japanische Elemente mit skandinavischen Elementen, also das skandinavisch-eckige, zurückgenommene, schlichte, geradlinige, immer parallel laufende Linien zu dem runden japanischen Design und das kombiniert gibt halt hier einen total tollen Effekt. Also wir haben so schwebende Hängeregale da drin, auch einfach um den Raum nochmal zu öffnen. Also wir sind hier in einem ganz kompakten Grundriss, ne? Und wenn man hier reingeht, sieht es aber nicht so zugetackert aus, sage ich jetzt einfach mal. Also es ist nicht rundherum der Hängeschrank, sondern wir haben offene Regale. Man kann mal was dekorieren, man kann mal was aber auch schnell reinlegen. Da haben wir darauf geachtet, dass es halt alles auch luftig wirkt. Also wir sind ja Leichtbau-Experten und das soll man natürlich auch in den Wohnwagen sehen. Das siehst du hier, also das sind so schwebende Schränke, Can. Guck mal hier. Ja, ich habe immer so ein bisschen Respekt vor harten Kanten, ja, wenn du nachts kommst. Aber das Coole ist, das hast du immer nur einmal. Ist die Kante hart oder geht's? Nö, es geht. Geht's. Ich meine, man merkt es erst, wenn man dagegen stößt. Das machst du einmal. Also das ist bei allen Fahrzeugen so übrigens. Dann habt ihr viel Stoff drin. Ja, ihr seid ja jetzt kein, ich sag mal, Einstiegshersteller. Ihr seid ja schon so ein bisschen Premium, oder? Nee, Mainstream eher, genau. Also Premium sind wir noch nicht. Wir sind eigentlich so der Mainstream-Hersteller. Echt? Das sagst du selber so? Das sage ich selber so. Also es wirkt natürlich, als wäre ein Premium, oder? Jetzt wollte ich dir mal ist es schon, den großen Steigbügel geben. Und dann, wenn ihr euch mal gerade beide reinsetzt, bitte, dann kann ich das mal einmal so als Beispiel, dass die Leute mal sehen, wie schön man da sitzen kann. Eine Face-to-Face-Sitzgruppe hast du hier sogar mit deiner... Du sitzt gerne in der Ecke, in der Bank. Ich bin der Eckensitzer, wirklich, das stimmt. Ich frage die Leute immer, wo willst du sitzen? Und dann ärgere ich mich anschließend, weil ich will auch immer die Ecke, ja, weil die sich immer die Ecke nehmen. Was man bedenken muss, ist natürlich, wenn man einen Wohnwagen hat, hat man immer einen großen Kleiderschrank. Und das ist auch wieder eine Geschichte. Can, bitte mal öffnen. Ich würde es ja selber aufmachen, aber ich habe einen Kopfhörer an und deswegen hänge ich so eng an meinem Mikro. Und da hast du einen Kleiderschrank, der ist so fett, den haben wir selbst hier in Luxus leider nicht. Und das aber nochmal. Ja, genau. Aber ich meine, das hat ja seine Vor- und Nachteile. Wenn man das Fahrerhaus nicht noch mit drin hat, hat man halt ein ganz kleines bisschen mehr Platz. Kein Motor, Genau. du hast auch keinen Antrieb drunter. Also ihr könnt die ganz anders bauen, habt viel mehr Platz. Ja. Das ist so. Werte halt bei LMC, was habt ihr für Erfahrungen draußen? Weil ich sag mal, wenn ich mal nach 3 Jahren einen anderen LMC haben möchte, kriege ich den nochmal los. Mit Sicherheit, ja, klar. Okay, die laufen gut bei Mobile. Also schon. Also LMC ist so ein, also ich kann mich immer noch daran erinnern, der erste LMC, ich dachte immer, ihr werdet aus den Niederlanden. Ihr seid ein Hersteller aus den Niederlanden. Das ist so witzig, das Thema hatten wir schon mal, ne? Und Ja. da habe ich gesagt, ey, viele denken, wir sind Italiener. Ja. Ach, wegen Keine LMC. Ahnung warum. Krass, aber dass ihr, ich sag mal, hier aus dem Münsterland kommt, Das weiß fast keiner und das ist eigentlich total schade, weil wir werben ja auch damit oder wir machen das jetzt noch vermehrt, damit es halt auch auffällt. Wir sind made in Germany, also komplett. Unser Werk sitzt in Sassenberg, genau, und wir versuchen möglichst viele regionale Lieferanten auch zu haben, also ja. cool. Ja, ich wollte es nur mal aufklären. Ihr seid echt in Sassenberg. Nächste Stadt hier ist Bielefeld. Ich bringe dich nämlich heute zur Europcar nach Bielefeld zurück, ja, dass du wieder zurückfliegst hier vorne. Coole Geschichte.
Also ihr habt ja überall die Schiene von Dometic im Einsatz und Ja, das das ist richtig. ganz konsequent, also Ja. auch bei den Wohnmobilen. Die haben wir überall eingesetzt. Einfach weil wir es super finden, dass du flexibel deine USB-Steckdosen haben kannst, dass du deine Spots variabel so setzen kannst, wie du sie benötigst. Du nimmst sie halt mit nach da hinten. Du kannst dir nochmal einen mehr holen. Und das kann halt jeder dann individuell anpassen. Ne? Also was brauche ich und wo brauche ich es? Ich nehme es halt mit. Ja, Autarkie, Originalzubehör kommt jetzt demnächst ein Shop, macht ihr auf. Ja, genau. Bin schon sehr gespannt, WOS-Batterien und all das, was wir gesehen haben. Das ist ein Thema, das war bisher so, man kann ja jetzt die Wohnwagenindustrie ja nicht mit der Automobilindustrie vergleichen. Also was die Prozesse angeht, das geht gar nicht. Also da sind so viele Sachen verbaut von so vielen Herstellern, wo du so flexibel agieren musst, oder? Ja, nicht nur das, es ist auch so viel Handwerk noch. Ne? Also das, was in der Autoindustrie wirklich als Prozess automatisiert sein kann, ne, das ist bei uns gar nicht. Also wenn man bei uns ins Werk guckt, also wir bieten auch Werksführung an, da sieht man, wie viel das eigentlich noch Handwerk ist. So, bitte öffne mal dieses tolle Badezimmer. Das gucken wir uns jetzt mal an. Aber die 2,30 Meter merkst du gar nicht. Also wenn du hier guckst... Ja, das ist das, was wir versuchen mit unserem Design zu schaffen. Also man kommt rein und man merkt nicht, dass ich in einem kompakten Wohnwagen bin. auf Wunsch mit Dusche hier? Auf Wunsch mit Dusche, genau. Also es ist nicht Serie, aber das Duschpaket kann man dazu buchen. Es ist halt die Frage, ob die Familie, also oder das Paar, was sowieso oft auf dem Campingplatz steht, das Duschpaket braucht oder ob das Duschhaus nutzt. So, Tedford, Can? Ich bin immer wieder beeindruckt von der Beleuchtung, die er einsetzt. Und ich finde, das Design an sich wirkt fast schon eher wie zu Hause. Ja. Das gefällt mir, genau. Das ist nicht so standardmäßig Wohnwagen, so wie man sich das vorstellt. Ja, genau, das ist auch das, was sie damit bezwecken. Ne? Also diese Ambiente-Beleuchtung. Dann das aufgesetzte Waschbecken haben wir doch auch hier. Ich kann genau, gerade nicht genau. reingucken. Ja, Da vorne ist es drin, das ja. aufgesetzte Waschbecken, einfach, dass man halt auch sich hier genauso fühlt wie in seinem Zuhause, weil das ist ja schon das mobile Zuhause, was man mitnimmt. Ja, wir sind auf der Händlertagung und hier ganz besonders habt ihr, ich zeig's mal gerade, eine Halle gewählt, die so groß ist, als könnten wir hier in Düsseldorf sein. Wahrscheinlich ist der Stand auch viel größer als in Düsseldorf, wenn du alles mal wolltest. Ja, das ist so. Da ist ja alles mal gezeigt, was geht. Und ihr habt die Beleuchtung gedimmt. Das heißt, hier keine Spotbeleuchtung drauf. Das hat einen Grund. Ihr wollt das Ambiente der Fahrzeuge wirken lassen. Also wir setzen hier auch keine Messeleuchten in unsere Dachhauben ein, einfach damit wir zeigen können, wie sieht denn das Ambiente richtig aus. Das ist manchmal ein bisschen schade auf dem Handelsplatz, wenn sie draußen stehen und sind nicht an Strom angeschlossen, dann kann man es manchmal halt nicht so perfekt sehen. Aber genau das ist, was wir ja rausstellen wollen. Wir möchten die Gemütlichkeit einfach zeigen. Die Sonne knallt rein von außen, dann kannst du es nicht gut zeigen. Das sind alles so Sachen. Also ich zeig's mal hier. Bussystem ist auch bei euch eingezogen. Eine tolle Geschichte. Kannst von überall das Licht an- und ausmachen. Ja, richtig. Und dimm. Und dim, Genau. ja. So, also Tandero, wir werden noch viel erfahren. New Edition, das Ganze geht los bei 24.500 €. Habt ein dichtes Händlernetz in halb Europa, oder? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich sind wir in Deutschland am stärksten vertreten, aber da haben wir eine super Abdeckung. Die Niederlande sind gut abgedeckt und wie gesagt Italien, Spanien starten wir, Frankreich ist super abgedeckt. Die sind im letzten Jahr auch mit Wohnwagen von uns gestartet. Ja, ihr seid Teil der Erwin Hümer Group. Die Synergien sind schon enorm. Das heißt, ihr seid eigenständig verantwortlich dafür, könnt aber zurückgreifen auf tolle Entwicklungen auch von Partnern, gell? Ja, richtig. Also im Endeffekt dürfen wir als Marke komplett autark agieren und planen, was wir planen möchten, können aber zugreifen auf auch Prozesstools, die uns unterstützen und ähnliche Sachen. Genau, und natürlich die Erfahrung von anderen Produktmanagern. Also da gibt es schon einen regen Austausch. Sehr schön. Ja, der 430D, jeder guckt auf jeden. Der Wettbewerb auch im Haus ist der beflügelt, aber auch der Einkauf natürlich. Viele Energien. Wie viele Leute seid ihr ungefähr bei LMC? Roundabout? Darf ich ja so nicht sagen. Darfst nicht sagen. Ne? Also es sind mehr als 10, nehme ich an. Ne? Ja, es sind deutlich mehr als 10. Also wir können auch ruhig sagen, dass wir schon über 1000 Mitarbeiter haben. 1000. Cool. Also stellvertretend für 1000 Mitarbeiter. Ein harter Job, muss man sagen. Also Vertriebsleiterin, Marketingleiterin mit Kindern. Und das Thema Marketing wird ja immer wichtiger. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Und jetzt gucken wir uns noch einen zweiten an. Bis gleich. Ein bisschen größer. Ciao.